Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Es ist Sommer geworden. Der Frühsommer mit seiner üppigen Blütenpracht ist die schönste Zeit, um draußen zu malen. Jetzt bin ich mit meiner kleinen Ausrüstung oft zum Plein-Air-Malen unterwegs, so wie hier im Botanischen Garten in Kiel. Diese schöne Sommerwiese habe ich vor Ort in mein Skizzenbuch gemalt und möchte sie heute für euch als Motiv einmal zeigen. Für ein gutes Blumenaquarell brauche ich zunächst einmal einen guten Plan. Hier seht ihr noch einmal die Skizze aus dem Buch. Ich habe mir vor Ort in diesen kleinen Kästchen Farbnotizen gemacht, auf die ich dann später zurückgreifen kann. Wenn ich das Aquarell nun genauer plane, mache ich mir zunächst eine Tonwertskizze in verschiedenen Graustufen. Hier kann ich meinen Kompositionsplan und die Verteilung der Dunkelheiten und Helligkeiten ausprobieren. Hier unten links seht ihr die Kompositionsidee, die meiner Planung zugrunde liegt. Ich möchte den Blick des Betrachters in einem Schwung ins Bild hineinführen. Der Bildfokus liegt dabei auf den beiden größeren Blüten, die sich ungefähr im oberen linken Drittel des Bildes befinden. Die kleinen Blüten rechts darüber lenken den Blick wieder aus dem Bild heraus. Die stärksten Kontraste und auch die schärfsten Ränder im Aquarell wird es dabei im Bildfokus bei den beiden größeren Blüten geben. Um die Position des Bildfokus zu bestimmen, drittle ich oft die Seiten meines Blattes. Da, wo sich die Schnittpunkte treffen, liegen jeweils gute Bereiche für den Bildfokus. Auch für die Farben habe ich mir vorab einen Plan gemacht. Ich möchte kein fertiges Grün aus der Tube verwenden, sondern abwechslungsreiche und doch harmonische Grüntöne selbst mischen. Der helle Grünton besteht dabei aus Cadmiumgelb und Xylinblau und der dunkle und sehr kühle Grünton wird gemischt aus Ultramarinblau und Perylane Green. Eine interessante Möglichkeit, ganz tiefe Dunkelheit zu erzielen, ist die Mischung von Perylane Green und Alizarin Karmesin. Soweit also mein Plan. Hier liegt die Skizze und nun geht es los. Zunächst mische ich mir große Pfützen von den benötigten Farbmischungen an. Hier die Mischung mit Cadmiumgelb und Xylinblau. Beide Farben möchte ich nicht so sehr auf der Palette vermischen, sondern eher auf dem Papier aneinandersetzen, sodass sich ein stets variabler Grünton ergibt. Auch für die dunkle Grünmischung lege ich mir hier die Farben schon zurecht. Nun sprühe ich das Papier mit der Sprühflasche großzügig an. Es soll nicht vollkommen nass sein, aber doch eine unregelmäßige Feuchtigkeit erhalten. Ich beginne jetzt im Bildfokus mit einer relativ kräftigen, aber auch wässrigen Mischung aus Perylane Green und Ultramarinblau. Die erste der beiden Hauptblüten wird ummalt. Ich versuche hierbei, den Pinsel locker zu führen und die Farbmischung gelegentlich zu variieren. Durch das viele Wasser im Pinsel können die Pigmente auf dem Papier sich gut bewegen und interessante Farbmischungen entstehen. Die Farbe ist relativ dickflüssig, denn ihr erinnert euch, der Tonwert soll hier im Bildfokus möglichst stark sein. Nun wechsle ich zur hellen Grünmischung und füge einige lockere Striche an. Mit welcher Mischung ich jetzt weitermache, entscheide ich relativ intuitiv. Wichtig ist, dass immer genug Wasser im Spiel ist, damit sich die Farben gut miteinander verbinden können. Die beiden Blüten im Bildfokus arbeite ich relativ genau aus. Bei den übrigen Blumen versuche ich ganz locker, nur die grobe Form zu erfassen. Ich möchte den Eindruck der sich im Wind bewegenden Blumen gut wiedergeben. Bewegung entsteht immer durch Unschärfe und Ungenauigkeit. Dies versuche ich hier mit flüchtigen Strichen nachzuempfinden. In der rechten, oberen Bildecke wird der Hintergrund heller und bläulicher. In die Mischung kommt also mehr Blau und mehr Wasser. Zwischen die beiden Blüten im Bildfokus setze ich nun in die noch nasse Fläche eine sehr cremige Mischung aus Perylane Green und Alizarin Karmesin.
Das ergibt ein sehr dunkles Grau, welches die weißen Blütenblätter später noch mehr zum Leuchten bringen wird. Mit der gleichen Mischung gebe ich einige Spritzer in die Hintergrundfläche. Mit lockeren Pinselstrichen und variablen Grüntönen fülle ich nun den gesamten Hintergrund aus. Ich habe heute bewusst keine Maskierflüssigkeit verwendet, um die Blumen besonders locker und schlicht zu halten. Man könnte natürlich die weißen Blüten vorher mit Maskierflüssigkeit abdecken und müsste jetzt nicht so mühsam drumherum malen. Aber nach dem Abnehmen der Maskierflüssigkeit sehen die Formen ja oft hart und schabloniert aus. Dies kann ich mit dieser lockeren Malweise umgehen. Nun muss ich einige harte Ränder der unwichtigen Blüten auflösen. Nur im Bildfokus sollen nachher die definierten Kanten zu sehen sein. Die kleineren Blüten im Bild sind nicht so wichtig und sollen deshalb überwiegend weiche Ränder bekommen. Hier arbeite ich jetzt mit dem kleinen Kunststoffpinsel und löse einige Ränder mit klarem Wasser an. Nun föhne ich das Blatt, bis die Farbe ein wenig angezogen hat. In die noch etwas feuchte Fläche sprühe ich mit der großen Sprühflasche ein paar Wassertropfen auf. Dadurch erhalte ich diese kleinen Tropfenstrukturen als Binnenstrukturen für meine Blumenwiese. Einige Kanten sind mir noch zu hart, also löse ich mit dem kleinen Pinsel noch einmal ein wenig an. Nun muss das Blatt einmal komplett durchtrocknen. Jetzt geht es weiter mit den Blütenköpfen. Sie werden mit Cadmiumgelb, Lasurorange und auf der schattigen Seite mit Sienna gebrannt gemalt. Der Komplementärkontrast des Orange zu dem bläulichen Ton des Hintergrunds macht sofort gute Laune. Ich arbeite hier mit dem chinesischen Kalligraphiepinsel. Er hat eine superfeine Spitze und erlaubt gleichzeitig ein nicht zu genaues Arbeiten. So vermeide ich das pure Ausmalen und erhalte interessantere Flächen. Jetzt kann ich einige störende Bleistiftstriche in den weißen Blüten ausradieren und damit beginnen, die Blütenblätter zu schattieren. Hier sehen wir auf dem Referenzfoto, dass die Blüten nicht komplett weiß sind, sondern durchaus schattige Bereiche haben. Die Schattenfarbe mische ich mir aus Kobaltblau und Alizarin Karmesin. Für die Details innerhalb der Blüte schaue ich jetzt auf das Referenzfoto. Ich stelle es euch gerne im Mitgliederbereich wieder zur Verfügung. Das Aufarbeiten meiner Motive als Anleitungsvideos hier auf YouTube macht uns großen Spaß, aber auch immer sehr viel Arbeit. Deshalb haben wir einen Unterstützerbereich für unseren Kanal eingerichtet. Den Link zu Steady findet ihr unter dem Video. Dort könnt ihr euch anmelden und die Aquarellwerkstatt mit einem monatlichen Betrag, beginnend mit 2 € und jederzeit kündbar, unterstützen. Im Mitgliederbereich gibt es viel zu entdecken.
Zum Beispiel nächste Woche Freitag, am 19. Juni, veranstalte ich ein YouTube-Live-Event, in dem wir gemeinsam malen und ihr eure Fragen per Chat stellen könnt. Schaut euch auf der Seite gerne einfach mal um. Alle Blüten werden jetzt nach und nach mit ihren schattigen Bereichen versehen und gewinnen dadurch schon deutlich an Plastizität. Nun arbeite ich mit dem Flachpinsel einige helle Stängel aus dem Hintergrund heraus. Ich arbeite heute auf dem guten Arches-Büttenpapier und bin ganz erstaunt, dass das Abheben der Farbe hier sehr gut funktioniert. Normalerweise eignet sich hierfür stark oberflächenverleimtes Zellulosepapier mehr, aber ein wenig kommt es auch aufs Pigment an und ich glaube, Ultramarinblau zum Beispiel löst sich grundsätzlich ziemlich gut. Bei diesem Arbeitsschritt, der sehr viel Spaß macht, muss ich aufpassen, nicht zu viel zu machen. Auch einige kleine runde Formen geben noch ein wenig Helligkeit in den Hintergrund. Ein paar Spritzer mit dem fröhlichen Orange gibt noch einen Schwung gute Laune ins Bild. Nun setze ich noch ein paar dunkle Striche mit der dunklen Mischung aus Perylene Green und Alizarin Karmesin und Ultramarin. Hierfür ist der Pinsel so trocken, dass ich durchbrochene Pinselstriche mit der dunklen Farbe bekomme. Dadurch werden die Akzente nicht zu massiv. Bei der Blüte im Bildfokus fehlen noch ein paar schattige Details. Hierfür schaue ich wieder auf das Foto. So, nun ist mein Bild fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr habt Spaß beim Ausprobieren. Vielleicht sogar plein air in einer sommerlichen Blumenwiese. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.